Hallo meine Lieben, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Mein Name ist Flo. Auf der Ausgrabung haben wir jetzt das erste Signal, schon wieder ein 72-73er Signal. Soll recht tief sein vom Ton her. Gucken wir gleich mal. Ich bin heute wieder mit dem Deus 2 von abenteuer-schatzsuche.de unterwegs. Schöne Grüße an dieser Stelle und laufe im Programm 3, im Fast-Programm. Das ist eigentlich, habe ich gemerkt, sehr gut hier für diese Fläche. Und ich grabe jetzt schon mal, ihr seht jetzt das kurze Intro, dann gucken wir gleich mal zusammen, was sich hier in der Erde verbirgt. Okay, wir haben es draußen schon. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist jetzt eine 76. Ah. Okay, es ist Aluminiummüll. Eine Fassung oder ein Stück von der Fassung von der Glühbirne, würde ich sagen. Ach, Mist. 83er Signal hier. Wir haben es draußen. Ist in diesem Knubbel drin hier. Ah, das ist der Boden von der Patrone. Toll. Hier schreit es aber 85, 86 oberflächlich. Okay, ich glaube, ich sehe es schon. Oha. Tja, ich würde sagen, irgendeine große Kupferkappe oder Bronzekappe. Ja. Schwierig zu sagen, was das mal war. Recht feines 70er Signal. Ich habe jetzt die Fläche gewechselt. Bei der anderen bin ich durch soweit. Da kamen nur ein paar Knöpfe noch und Musketenkugeln, also nichts wirklich Zeigenswertes. Okay, es soll immer noch drin sein. Ah, es ist wieder eine Hülse. Na, nur Müll heute, nur Müll. '75er. No. Ah. Tja, ich weiß es auch nicht. Irgendwas Maschinelles. Ah, Mann. 76er Signal.
Das ist eine kleine Plombe. Mit einer, ja, was drauf? Eine Krone, D und W. Hinten ein W mit Krone. Ja, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kein Scheißfund. Eine Plombe. Nächstes Signal, kurz und knackig. Das könnte mal was Gutes sein tatsächlich. Ja, es ist was Gutes, aber leider nur eine Musketenkugel. Er Signal wieder. Es wird Zeit für eine Münze oder was Besseres. Oh. Ein Stück Blei. Ich breche ins Essen. 86er, ganz oberflächlich. Und komm schon. Es ist nix und wieder nix. Und was ist das? Weiß ich auch nicht. Teil einer Dose oder so? Sieht komisch aus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch irgendwas Neuzeitliches. Schon 2799 Kniebeugen gemacht. Nach Müll. Wir haben eine Münze. Oh. Die erste Münze ist eine Silbermünze. Aber ich glaube, man erkennt leider nicht mehr viel drauf. Ich wische jetzt nicht weiter rüber. Auf der einen Seite ist sie schon sehr, sehr platt. Ich glaube, das ist die Seite mit dem Regenten. Bei der anderen Seite weiß ich noch nicht. Gucken wir uns gleich im Studio an, wenn man was drauf erkennt. Silber! Ja, da sehen wir uns doch noch im Studio. Ich hatte schon die Befürchtung bei dieser Folge, als ich sie aufgenommen habe, Mensch, ja irgendwie, das war wirklich ein Tag, wie er im Sonne-Bilderbuch steht, sage ich jetzt mal. Also man findet wirklich nicht jeden Tag viele tolle Sachen, sondern es sind auch immer wieder Tage dabei, wo man halt kaum was findet oder sehr, sehr viel Müll. Das war einer dieser Tage. Aber der erste gute Fund ist gleich eine Silbermünze gewesen. Wir schauen da mal rauf. Es handelt sich dabei um ein 4-Pfennig-Stück. Ich meine von 1738. Leider ist die Münze auch schon ziemlich spreegisch, schwach mal wieder. Und ich drehe sie euch nochmal um. Hinten, meine ich, erkennt man nämlich noch so ganz leicht die Herrscherinitialien unter der Krone. Und ich meine, es handelt sich um eine Münze aus Braunschweig-Lüneburg und zwar von Georg II. Wurde geprägt 1729 bis 1760, wenn ich da richtig liege. Und dann machen wir gleich weiter mit noch ein paar anderen Funden, die ich an diesem Tag noch machen konnte. Bei einem Fund, da könnt ihr vielleicht auch noch miträtseln.
um was es sich dabei handelt. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal ganz herzlich Nico Sondeltagebuch, den Kanal, grüßen. Er hat mich in einem seiner Restaurationsvideos auch namentlich erwähnt. Vielen Dank dafür nochmal, Nico. Wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, dann schaut mal bei ihm vorbei. Ich verlinke den unten auch nochmal in der Videobeschreibung. Und wenn euch seine Videos und Restaurationsvideos gefallen, dann lasst ihm doch auch gerne ein Abo da. Ja, wir machen weiter mit den nächsten Funden. Es ist ein kleiner Taschenuhrenschlüssel. Den schauen wir uns auch gleich mal im Studio an. Auf der einen Seite ist er, glaube ich, ein bisschen verziert und auf der anderen steht der Hersteller drauf. Hatte ich auch schon mal so in der Art Anfang des Jahres, meine ich, hier auf der Grabung. Aber immerhin besser als Blei, muss man heute so sagen. Da haben wir den nächsten Fund. Es handelt sich um einen Taschenuhrenschlüssel. Früher bei den Taschenuhren, die liefen ja noch alle ohne Batterie, musste man die Uhr regelmäßig aufziehen. Dazu ist dieser Schlüssel da, der wurde an der Seite reingesteckt und dann musste man so eine Feder spannen, damit die Uhr auch weiterläuft. Wir schauen mal eben drauf. Die gab es in unterschiedlichen, teilweise richtig schön verzierten Formen. Hier haben wir ein Exemplar, was auch so leicht verziert ist. Wir gucken erstmal auf die verzierte Seite drauf. So sollte es gehen. Und ja, ein schöner Fund, wie ich finde. Dann drehe ich euch den auch nochmal um und dann gucken wir auch nochmal auf die andere Seite. Da sieht man noch so ganz leicht einen Schriftzug. Ich muss euch das jetzt über Kopf hinstellen, weil anders hält der Schlüssel leider nicht. Ich meine, es handelt sich dabei um die Firma Stüber oder Stüver. Irgendwie so um den Dreh müsste sie heißen. Ich konnte da jetzt im Netz leider nicht mehr zu finden. Auch nicht, wann diese Uhren da im Gebrauch waren, aber ich gehe mal davon aus, dass das schon aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts vermutlich sein wird. Und einen Fund habe ich noch und da könnt ihr miträtseln. Schauen wir mal rein. Wir versuchen es nochmal mit dem 80er Signal hier. Na, wo haben wir es? Ist weg. Kann nicht sein. Dann war es wahrscheinlich Eisen, oder? Sehr merkwürdig. Liegt noch drin, ne? Ist so tief. Immer noch drin. Ich glaube, es wird Eisen sein, wenn das so tief liegt. Aber ich höre schon was. Oder es ist ein Stein. Ah, eine richtig tiefe Musketenkugel. Wir haben die nächste Münze, die scheinbar zu einem Anhänger umgestaltet wurde. So ganz leicht erkennt man noch an der Seite ein bisschen Umschrift. Ich gucke mal, ob ich rausbekomme, um was es sich da handelt. Dann schauen wir uns das gleich mal im Studio an. Ansonsten machen wir weiter. Da haben wir diesen ominösen Münzfund, später umgearbeitet durch ein Loch, dann als Anhänger für eine Kette. Und hinten ist sowas drauf, ich nenne es immer ganz gerne einen gemauerten Kamin. Es wird keiner sein, aber es sieht für mich immer so aus. Und ich weiß, ich habe das schon mal bei einer anderen Recherche irgendwo gesehen. Ich konnte es aber partout nicht mehr zuordnen und auch leider nicht mehr wiederfinden auf die Schnelle. Also falls ihr da eine Idee habt, ich weiß, da sind Münzexperten unter euch, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir schauen erstmal kurz auf die Vorderseite ganz schnell drauf. Man kann nur noch so ganz schwach was auf dieser Münze erkennen. Deshalb ist es auch schwierig, tatsächlich da viel Recherche zu betreiben. Und dann drehe ich euch die Münze nochmal um. Schauen wir nochmal auf diesen
Kamin drauf, na, wenn sie dann hält. So. Und ja, wenn ihr da eine Idee habt, sind da Hinweise herzlich willkommen in den Kommentaren, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich sage auf jeden Fall danke fürs Ansehen. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, trotz des ganzen Mülls, dann kriegt ihr von mir einen Daumen. Und ich hoffe, diese Folge kriegt auch von euch einen Daumen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr es noch nicht habt, abonniert auch gerne den Kanal Sondel die Waldfee. Wir stehen kurz vor 7000 Abonnenten. Vielleicht schaffen wir das ja noch bis Ende des Jahres, wer weiß. Hier verlinke ich euch nochmal 2 weitere Videos von mir, wenn ihr sie nicht kennt. Schaut gerne rein. Grüße gehen nochmal an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Da gibt es auch wieder ein paar mehr Funde. Macht's gut.